vermisst Hannah wohl sehr. Ich habe dich gar nicht gehört. Entschuldige. Ich wusste von Anfang an, das mit mir und Hannah, das ist was ganz Besonderes. Damals im No Limits. Es kommt mir vor, als sei es gestern gewesen. Aber eigentlich sollte ich froh sein. Manche Leute finden nie die Liebe ihres Lebens. Ich hatte das Glück. Eines Tages wirst du dich wieder verlieben. Wenn du deine Trauer überwunden hast und dich damit abgefunden hast, dass Hannah tot ist. Nein, Bernd. Ich werde nie wieder einen Menschen so lieben können wie Hannah. Ja, natürlich, es wird anders sein, aber... Ich bezweifle sogar, dass ich mich überhaupt wieder verlieben kann. Ja. Sie wollten mich sprechen? Weinbach. Da sind Sie ja endlich. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte da eine Bitte. Es geht um das Kongresszentrum. Wie Sie sicherlich wissen, sinkt das Fundament da immer weiter ab. Was gibt's denn da für Lösungen? Ja, Sie sind doch der Mann vom Fach, oder? das würde ich nicht sagen. Gut. Fahren Sie doch einfach mal direkt zur Baustelle und schauen sich den Schaden vor Ort an. Hm? Ja, aber... Und nehmen Sie die Gummistiefel mit. Könnte feucht werden. Das tut mir leid. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Nicht möglich? Weinbach, wann streichen Sie diese Vokabel endlich aus Ihrem Wortschatz? Ja, aber Carla, ihr geht es noch nicht besonders gut. Ja, ich weiß. Aber was hat das denn mit Ihnen zu tun? Ich als Ihr Verlobter... Werden da sicherlich auch nicht viel ausrichten können. Wie darf ich das denn verstehen? Sparen Sie sich doch einfach dieses Schmierentheater. Ich weiß Bescheid. Über Carla, Hannah Nowak. Ach ja. Und Sie als Alibi-Verlobten. Bernd? Warte. Bernd, bitte. Was gibt's denn? Ich wollte mal einen Moment allein sein. Musst du nicht eigentlich auf die Baustelle? Stimmt, aber ich habe keine Lust mehr dazu. Was ist denn schon wieder zwischen dir und Ansgar vorgefallen? Du wolltest mir irgendwas erzählen, als mein Vater dazwischen gekommen ist. Hast du mit deinem Bruder über unsere Abmachung gesprochen? Ja. Tut mir leid, ich hätte dir gleich davon erzählen sollen. Ich hab's vergessen. Vergessen? Wie kann man denn sowas vergessen? Mir ging es sehr schlecht wegen Hannah. Und Ansgar war da und hat mir zugehört. Ausgerechnet Ansgar. Es tut mir leid. Ja, weißt du überhaupt, was das bedeutet? Er hat mich doch jetzt in der Hand und lässt in der Firma noch mehr den Tyrann raushängen. Hast du gesehen, wie sehr ihm das Spaß macht? Hätte ich geahnt, dass Ansgar das ausnutzt, dann... Geahnt, sowas kann man doch wissen. Ja, ist sowieso egal. Ich muss mich damit abfinden, in Zukunft nur noch der Laufbursche für deinen Bruder zu sein. Tolle Karriere. Nein, Bernd. Das musst du nicht. Es macht mir trotzdem nichts aus, deinen Verlobten zu spielen. Ganz im Gegenteil, ich tue das doch gern. Für dich. Du hast mir ständig ein Alibi gegeben, wenn ich mich mit Hannah getroffen habe. Mein Bruder schikaniert dich. Ja. Mach mir einen Vorschlag, wie ich das ändern kann. Tja, ansonsten werde ich halt lernen müssen, mich damit zu arrangieren. Das musst du nicht. Wir lösen die Verlobung auf. Was? Carla, das ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, das ist sehr rücksichtsvoll von dir, aber ich komme schon klar auf Königsbrunnen. Ich sehe doch, was du meinetwegen ständig auf dich nimmst. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Wirklich. Doch. Verstehst du denn nicht, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ja, das brauchst du aber nicht. Ich tue das doch gern für dich. Das weiß ich ja auch zu schätzen. Aber ich habe dich wirklich lange genug in meine Lügengeschichten mit reingezogen. Ja, was denn? Willst du dich outen? Ja, nein. Ich weiß es auch nicht, Bernd. Carla, tu das nicht. Ich meine, was wird denn die Presse dazu sagen? Hm? Und dein Vater? Siehst du, du machst dir schon wieder Sorgen um mich. Denk doch endlich auch mal an dich. Du verzichtest auf eine eigene Beziehung. Als arbeitsloser habe nichts werden mir die Frauen nicht gerade nachlaufen. Was, du machst dir Sorgen um deinen Job? Na klar, Ansgar feuert mich doch, bevor du das Wort Trennung überhaupt ausgesprochen hast. Ich sorge dafür, dass das nicht passiert. Die werden keine Nachteile entstehen, nur weil wir unser Agreement beenden. Sag das deinem Bruder. Ja, das werde ich auch. Du kannst dich drauf verlassen. Bleib doch. Wir reden schließlich über dich. Es geht gerade um deine Zukunft in der Holding. Ich verstehe immer noch nicht, warum du unsere Verlobung lösen willst. Ich kann mit dem Arrangement prima leben. Da muss ich ihm allerdings recht geben. Warum willst du eine Lawine lostreten, wenn es gar nicht nötig ist? Weil ich Bernd gegenüber fair sein will.
Und das solltest du auch. Aber ob Trennung eine Lösung ist? Wenn ihr mich fragt, ihr beide solltet heiraten. Bitte was? Ansgar, ich verstehe dich nicht. Ich denke, du kannst ihn nicht leiden. Entschuldige, Bernd. Und jetzt willst du, dass wir heiraten? Ja, stimmt. Ich mag ihn nicht. Daran hat sich auch nie etwas geändert. Ich muss allerdings zugeben, dass er sich in der Holding gar nicht so schlecht macht. Ja, Viel entscheidender ist natürlich, dass er dir gegenüber loyal ist. Und dass ihm dein Wohlergehen wirklich am Herzen liegt. Dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Aber ich kann doch nicht verlangen, dass er ständig immer nur auf mich Rücksicht nimmt. Deine Rücksicht in Ehren, Carla. Aber du musst jetzt auch mal an deine Zukunft denken. Wenn du dich jetzt trennst, geht doch alles wieder von vorn los. Vater wird hoffen, dass du endlich den Mann fürs Leben findest. Tja, wenn da niemand dabei ist, Damit werde ich schon fertig. willst du dich jetzt doch outen? Das habe ich doch schon versucht. Aber ich bring's einfach nicht übers Herz. Dazu habe ich Vater schon viel zu lange was vorgemacht. Ach, Carla. Ich denke doch bei all dem nur an dich. Aber sieh mal, es hilft dir doch jetzt auch nichts, wenn Vater permanent potenzielle Ehemänner für dich anschleppt, oder? Bernd dagegen. Hast du einen Freund gefunden, der zu dir hält? Also, warum nicht heiraten? ja, genau. Also gut, ich überleg's mir. Aber dann musst du mir versprechen, dass du ihn endlich als Mitglied der Familie akzeptierst und ihn nicht mehr schikanierst. Also, ich wüsste wirklich nicht, wann ich das je getan hätte. Aber bitte, an mir soll's nicht liegen. Gut. Ich brauche Zeit, um drüber nachzudenken. Also wenn man mich fragt, ich bin zu jeder Schandtat bereit. Na, auch ein? Nein, danke. Das überhaupt fragen. Ich bin eben gut erzogen. Davon habe ich bisher noch nicht viel gemerkt. Und jetzt wollen Sie, dass Carla und ich heiraten. Was soll das? Na, wissen Sie, irgendein Alibi-Mann wird sich doch früher oder später sowieso hier breit machen. Warum denn dann nicht Sie? Also wenn ich mich recht erinnere, dann wollten Sie mich wegen der Entführung fertig machen. Wer weiß. Vielleicht sind Sie ja genau aus dem Grund mein Favorit als Schwager. Sie meinen als nützlicher Idiot, was? Das haben jetzt Sie gesagt. Wobei, dass Sie sich ja netterweise auf dem Tonband als Drahtzieher der Entführung geoutet haben. Ohne dieses Tonband hätten Sie nichts gegen mich in der Hand. Ich bitte Sie. Nicht allein die Waffen entscheiden den Kampf, sondern auch die Intelligenz, mit der man seinem Gegner zusetzt. Irgendwann mache ich Sie. Wissen Sie, solange ich Sie jederzeit in den Knast bringen kann, sehe ich da schwarz für Sie. Ich habe Sie doch in der Hand. Verstehe. Na, dann ist ja gut. Willkommen in der Familie. Leo! Ein Schlafwandler soll man ja nicht aufwecken, aber Entschuldige, ich war etwas in Gedanken. bedrückt dich irgendwas? Nein, nein, das ist nur so ein Fall in der Klinik. Aber ich will dich nicht mit Arbeit vollquatschen. Hast du trotzdem einen Moment? Klar. Was ist denn? Ich muss eine wichtige Entscheidung treffen. Und ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Ich bin im Moment wirklich kein guter Ratgeber. Ratgeber? Wird hier gerade ein Ratgeber gesucht? Ja, schon gut. Ich will mich ja nicht aufdrängen. Wenn du lieber mit Leonard reden willst, dann... Nein, Quatsch. Ich bin dir für deine Unterstützung sehr dankbar. Ja, dann bis heute Abend. Ich wollte dich nicht kränken. Ja, schon gut. Ja. Du überlegst noch wegen der Hochzeit, hm? Manchmal ist es ja ganz hilfreich, laut nachzudenken. Fahr doch einfach mit mir und erzähl mir alles. So ein schlechter Zuhörer bin ich ja gar nicht. Aber was ist denn, wenn er sich mal in jemanden verliebt? Ach, Carla, bitte. Wenn du diskret sein kannst, dann kann er das ja wohl auch. Weißt du was? Frag das nicht mich, frag das gleich ihn. Hm? Ansgar, bitte. Herr von Weinbach, hätten Sie mal eine Minute? Ja. Wir reden gerade von der Hochzeit. Ansgar redet.
Das trifft sich gut. Ich wollte mit dir auch noch mal darüber sprechen. Es gibt da jemand in meinem Leben, der bedeutet mir mehr als alles andere. Meine Tochter Vanessa. Sie hat meinetwegen ein ziemliches Vagabundenleben führen müssen und ich würde ihr gern ein richtiges Zuhause bieten, so eine Art Familie. Dann willst du diese Hochzeit also wirklich? Ja, sehr gern. Oh, habe ich hier gerade eine Vollversammlung verpasst? Wie man's nimmt. Carla und Bernd haben mir gerade eine sehr wichtige Entscheidung mitgeteilt. Ansgar. Carla und Bernd werden heiraten. Ja, dann auf das Brautpaar. Ich gestehe, auch wenn ihr verlobt seid, kommt die Nachricht doch etwas überraschend. Aber ich gratuliere euch natürlich von Herzen. Danke. Danke. Oh, gibt's was zu feiern? Ja, es tut mir leid, wenn ich störe, aber ich müsste Herr von Beidenbach dringend sprechen. Entschuldigt. Was gibt's denn? Carla, bitte glaube nicht, dass ich mich einmischen will, aber bist du wirklich sicher, dass Bernd von Beidenbach der Mann fürs Leben ist? Also, ich habe ja anfänglich auch so meine Vorbehalte gegen Bernd gehabt, aber ich muss sagen, ich habe meine Meinung inzwischen revidiert. Naja, und wenn die beiden sich lieben? Vater, ich habe mir das wirklich gut überlegt. Bitte, Carla, du musst dich nicht rechtfertigen. Von Lahnstein? Da müsste ich mal nachschauen. Einen Moment bitte. Das Auktionshaus. Entschuldigung, ich störe schon wieder. Vater, ich finde, du hättest dich durchaus etwas mehr für Carla freuen können. Ja, aber müssen die beiden denn gleich heiraten? Ich glaube, wenn man Bernd etwas näher kennt, ist er schon ein ganz feiner Kerl. Ja, wenn sogar du das sagst, also. Ja, meinen Segen haben sie. Ich dachte, du kannst Beidenbach nicht ausstehen. Das ist nicht mehr so wichtig. Und was versprichst du dir, wenn du die Hochzeit unterstützt? Ich könnte mir vorstellen, dass Carla da nicht mehr unbedingt als ideale Nachfolgerin in der Holding in Frage kommt. Nur weil sie nicht den idealen Schwiegersohn mitbringt. Deswegen wird dein Vater sich doch kaum gegen sie entscheiden. Nein, da werde ich natürlich noch etwas nachhelfen müssen. Und wie? Ich würde sagen, das ist eine familiäre Angelegenheit. Tatsache ist, dass Carla mir in die Falle gegangen ist. Und das wird sie noch bitter bereuen. Und wie willst du durch die Heirat Carla bei deinem Vater einen Misskredit bringen? Ich meine, dass Bernd deine Schwester entführen ließ, das schadet doch nur ihm. Und dir schadet es, wenn du dich um Dinge kümmerst, die dich nichts angehen. Mach dir lieber Gedanken um die nächste Lieferung von Mr. Rush. Ja, das Schwarzgeld kommt diesmal in einer Buddha-Statue. Die hing noch bis vor 10 Minuten beim Zoll fest, aber dann... Ich kümmere mich darum, Graf Lahnstein. Sehr schön. Ihr Vater hat ausrichten lassen, dass er noch was bekannt zu geben hat. Gibt es denn einen besonderen Anlass? Neben dem Quartalsbericht? Ich denke schon. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie seine Ankündigung mit großem Interesse aufnehmen werden. Das war doch mal eine interessante Besprechung. Naja, Sie sind ja wirklich sehr gut. Dazu haben Sie einen nicht unerheblichen Teil beigetragen, Frau Jones. Man tut, was man kann. Media macht wirklich hervorragende Umsätze. Der Quartalsbericht war insgesamt äußerst informativ. Man tut, was man kann, Frau Jones. Und meine Mitarbeiter mit diesen Zahlen zu motivieren, ist natürlich ein willkommener Nebenaspekt. Meine Damen und Herren, liebe Freunde. Es ist mir eine große Freude, Ihnen heute mitteilen zu dürfen, dass Herr Bernd von Beidenbach und meine Tochter Carla sich demnächst das Ja-Wort geben werden. Lächeln. Ich wünsche euch beiden, dass ihr genauso glücklich werdet, wie meine Frau und ich es sind. Und darauf bitte ich, das Glas zu erheben.
Na, worüber zerbrichst du dir denn dein süßes Köpfchen? Mir will einfach kein Geschenk für die beiden einfallen. Alles Gute. Viel Glück. Danke. Gratuliere. Herzlichen Dank.